비어프라입니다. 반갑습니다. 오늘은 보시다시피 독일 맥주가 아니라 한국 맥주를 준비를 했어요. 이거를 제 독일 친구와 함께 맛을 보면서 한번 맛이 어떤지 얘기를 좀 해보고 독일 맥주와의 약간 차이점을 좀 설명을 해보고자 해요. 그리고 또 이제 독일이 가지고 있는 독일만의 트링쿨투어라고 하거든요. 그 술 마시는 주류 문화, 음주 문화 이런 것들에 대해서 얘기를 좀 해보고 한국과 또 어떤 차이가 있는지 한번 알아보도록 할게요. 네, 그러면 제 친구 용수를 불러보도록 하겠습니다. 용수야! 안녕하세요. 저는 용수입니다. 반갑습니다. Warst du schon mal in Korea? Ja, zuletzt war ich 2016 in Korea. Oh, wie oft warst du eigentlich in Korea? Insgesamt zweimal. Ah, ist es zweimal? Ich dachte dreimal. Ach so. Ne? Okay. Und Zweimal. das warst dann nicht du. Ha? Wer? Und wie findest du? Im Vergleich zu deutschem Bier ist koreanisches Bier etwas leichter. Ja. Nicht so geschmacksintensiv. Mhm. Aber durchaus auch lecker, ja. Okay. Alkoholgehalt ist 4,3%. Bisschen weniger als deutsches Bier. Ungefähr Ja. meistens so um die 5-6% Ja, in Deutschland. ja. Ah ja, okay, dann probieren wir mal das koreanische Bier und dann vergleichen wir, wie das dann war und wie es heute ist. Sehr gerne. Ja. Bitte schön. Vielen Dank. Ein echter Deutscher. Und die Bierfrau. Also, dann Prost. Nicht so bitter. Nicht so bitter. Mhm. Also schon leichter im Geschmack, Mhm. aber ja, einfach nicht so bitter. Aber ich muss sagen, das Heid, das ich jetzt oder generell in Deutschland trinke, schmeckt schon besser, als ich in Korea getrunken habe, oder? Vom Gefühl her schon. Ja. Oder? Ja, ja. Als ich das in Korea getrunken habe, dachte ich immer nur, Wasser. ja. Oder? Ja. Aber hier kann ich schon sagen, das ist schon Bier. Mhm. Ja. Leichtes Bier, aber Ja. Bier. Ja, eben. Genau. Und ich finde, es ist auch ein bisschen fruchtiger als Ja. es in Korea, oder? Ja. Mhm. Also es hat so eine frische Qualität, finde ich. Mhm. Also ein schönes Bier für Sommer. 야, 네, 그러면 이렇게 스몰톡을 조금 해봤고요. 이제 우리 독일과 한국의 그 음주 문화의 차이를 조금 얘기를 한번 해보도록 할게요. 일단 제가 생각했을 때 제일 첫 번째로 달랐던 게 건배할 때가 되게 달랐어요. 처음 독일 왔을 때 되게 어색한 이런 순간이 이루어졌는데 건배를 하면서 왜 그런지 보여드릴게요. 건배! 나 좀... 건배! 건배! 이렇게 독일은 잔 여기 아래를 치는데 한국은 여기 위를 이렇게 치잖아요. 그래가지고 자꾸 독일 사람 건배를 하면 이렇게 평행을 누워서 짠 소리가 안 나는 거예요. Warum muss man in Deutschland hier unten stoßen? Also in Deutschland gibt es auch Biergläser, die unten sehr schwer, aber oben sehr leicht sind. Und wenn man dann oben anstößt, geht die Gefahr, dass es kaputt geht. Aber unten sehr schwer und sehr stabil, dann kann man besser so anstoßen. also 건배할 때 다시 한번 또 다른 점 보여드릴게요. 이번에는 위를 치면서 자, 다 같이 건배! Ha? Warum? Es gibt ein Sprichwort, dass wenn man beim Prosten nicht in die Augen schaut, 7 Jahre schlechten. 한국에서는 이제 건배할 때 이렇게 잔을 보잖아요, 이렇게. 근데 독일에서는 꼭 눈을 봐줘야 돼요. 이거 제가 예전에 그리너 특집 했었을 때 거기서 한번 말씀을 드렸었던 적이 있는데 그리고 그 다음에 또 저희 한국에서는 중요한 게 우리 나이가 되게 중요하잖아요. 그래서 누가 더 나이가 많고 누가 더 어리냐에 따라서 호칭을 해가지고 마실 때 좀 이런 거 달라지는 게 있는데 뭐 예를 들면 also in Korea muss man nach anstoßen also schon dich drehen also wenn ich jünger als du wäre Hm. bin ich auch da muss ich mich drehen und beim Anstoßen auch beide Hände so, ne? Aber gibt es in Deutschland sowas? Eigentlich gar nicht. Also nach Alter
weder Alter, Rang noch irgendwas, man stößt einfach gemeinsam auf gleicher Höhe an. Auch wenn du Frau Merkel sehen wirst. auch Prost. Natürlich. 아 그리고 또 이제 달랐던 점이 한국에서는 맥주를 이제 마시면서 아니면 뭐 술을 마시면서 항상 안주를 시키잖아요. 그리고 또 어떤 술에 어떤 안주를 시키느냐가 되게 중요한데 처음 여기 독일 와가지고 맥주를 마시러 갔는데 애들이 안주를 안 시키고 맥주만 다 시키는 거예요. 그래가지고 저희 맥주를 안주를 안 시키니 이렇게 친구한테 물어봤는데 애들이 또 밥 먹고 왔잖아 이렇게 말을 하는 거예요. 그래가지고 되게 달랐던 게 있는데 dass man in Deutschland ohne Beilage einfach Alkohol trinkt, oder? Ja, ist sehr häufig. Ja. Meistens trinkt man eigentlich ohne Beilage. Eigentlich, es gibt keine feste Beilage. Aber wenn man was dazu isst, vielleicht sowas wie hier zu sehen, Salzstangen oder so Salzgebäck, bisschen salzig. salzig. Das macht einfach mehr Durst und deswegen trinkt man mehr Bier. Deswegen. Deswegen gibt es in Bars manchmal so kleine Schälchen mit salzigem Gebäck oder salzigen Erdnüssen. Hauptsache salzig, weil dann damit man mehr trinkt. trinkt man mehr. Probieren wir mal beide Beilage und sagen wir mal, was dann zu dem Bier gut passt. Okay. Okay, was willst du zuerst probieren? Salzstangen kenne ich schon, also möchte ich gerne Ossinger probieren. Okay. Dauert. Kurze Werbepause. Aber schlecht ist es nicht, schmeckt schon gut. Ja. Der Ozinger ist ja auch salzig und ja. Aber für Deutsche ist es ein sehr ungewöhnlicher Snack. Ja, getrockneter Tintenfisch. Ich glaube nicht, dass Deutsche das, wenn es in der Bar stehen würde, essen. Nein. 저희 전에 생일 파티를 하는데 이제 오랜만에 사람들 많이 오니까 이제 이렇게 오징어를 꺼내놨거든요, 안주로. 근데 한국 애들 막 몰려오고 독일 애들 막 점점 멀어지는 거예요. 이게 뭐야? 막 이러면서 냄새 난다고. 그래서 하나만 제발 먹어보라고 그랬는데 이게 많이 먹어보는 그 맛이 아니라서 적응이 잘 안 된다고 하더라고요. 그래서 안 먹겠다고 해서 그럼 내가 다 먹을게 이렇게 기뻐했었죠. Boah. Das kann ich wirklich wie Wasser trinken. Schon halb leer. Aber wirklich auch nicht das Gefühl, dass man viel getrunken hat. Eben. Halbe Flasche schon weg und trotzdem noch Limo. Oh ja. Ohne Limo ohne Zitronengeschmack. Ja. Limo mit Biergeschmack. Au! 짠! 예스 말 살치탕에 이거가 살치탕이라고 하는 거고 이거는 이렇게 생긴 브레첼빵 아시죠? 제 귀에도 걸려있는 거 이거 그거를 과자로 스낵으로 만든 거예요. 먹어보겠습니다. Sehr gut, oder? 진짜로 친구가 말한 것처럼 이거를 막 이렇게 먹으니까 되게 막 그 입이 건조해졌거든요. 건빵 먹은 것처럼. 그 다음에 맥주를 딱 마시니까 입이 시원해지고 막 맥주를 더 먹고 싶어지고 그 다음에 느낌이 왠지 맥주가 더 맛있게 느껴졌어요. Also ich fand das Bier schmeckt noch besser. Weil der Mund so trocken wird. Wenn du das isst, dann so. Trinkst du das Bier, schmeckt noch erfrischender. Ja. Ab wann darf man in Deutschland Bier trinken oder Alkohol trinken? Also Bier darf man in Deutschland schon ab 16 Jahren trinken. Wein auch. Ah, Wein auch? Ja, 16? Wein auch Echt? 16 Jahre. Und alles andere, also Wodka und so weiter, erst ab 18. Ah ja. Wow. In Korea erst ab 19. 여러분, 어린 여러분 독일 오셔야 될 것 같은데요? 맥주랑 와인이 16살부터래요. 이야, 좋겠다. 아, 그리고 저희 이제 한국에서는 술 마시면서 술 게임을 진짜 많이 하잖아요. 근데 독일이라고 파티를 가면은 술 게임을 안 해요. 그래가지고 가는 파티마다 항상 제가 술 게임 전도사가 돼가지고 369 막 이렇게 하면서 드라이 잭스 노인 막 이렇게 하면서 게임을 가르치고 오거든요.
Kannst du vielleicht über Trinkspiele was sagen? Ja, klar. Alle Trinkspiele, die ich bisher gespielt habe, waren koreanische Trinkspiele. Weil in Deutschland trinkt man eigentlich eher ohne Spiele. Also Okay. man sitzt zusammen, man redet, man trinkt und jedes Mal, wenn ein Trinkspiel aufkam, war es ein koreanisches. 369 zum Beispiel. Ja. Und habt ihr dann überhaupt kein Trinkspiel? Wir haben schon Trinkspiele, aber die sind meist mit irgendwelchen Kartenspielen verbunden, Okay. sodass man zum Beispiel Karten aus einem Deck zieht. Jede Karte hat eine Bedeutung und ja, in der Runde muss dann getrunken werden, wer zum Beispiel die Bedeutung der Karte nicht verstanden hat. oder Ach sowas. so, okay. Kannst du vielleicht eine witzige Erinnerung von der Zeit, als du in Korea warst, mal erzählen? Also über Trinken oder... Ja, also bevor ich nach Korea geflogen bin, dachte ich immer, ja, Koreaner werden schon nicht so viel trinken, kein Problem. Ja? Oh. Ich bin Deutscher, das schaffe ich schon. Da lag ich ganz schön falsch. Ja. Also allein schon Willkommensparty, viel getrunken, aber das war noch okay. Schlimm war meine Abschiedsparty vom Krankenhaus. Ja, mit dem Chef musste ich immer Dai Dai trinken Oh, okay. und immer Soju. Er macht mir das ganze Glas voll, macht sein Glas voll. Ich muss ganz trinken, er trinkt nur halb. Macht meins wieder voll, trinkt wieder nur ein bisschen, ich muss ganz trinken. Oh. Ich war tot. In Deutschland gibt es das gar nicht. Also klar, in der Gruppe, wenn einer nicht trinken möchte, dann wollen immer alle dazu ihn anstiften, aber Nicht wegen Alter. nicht wegen dem Alter, nein. Also keiner sagt, ich bin älter als du musst jetzt trinken. sondern alle trinken, also musst du trinken. genau. 네, 여러분, 오늘 영상 재밌게 보셨나요? 예, 제 친구 용수와 함께 독일과 한국의 음주 문화에 대해서 조금 알아봤는데요. 혹시 또 여러분이 알고 계시는 게 있다면, 저희가 말하지 않은 것 중에서 알고 계시는 게 있다면 알려주시면 좋겠고, 또 좀 특별하다, 재밌다고 생각했던 것들도 있으면 또 댓글 많이 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 여러분 저희는 다음 에피소드에서 만나요. 안녕! 안녕! Prost! Prost!